Bestätigt ist noch eine Verschwörungstheorie. Die CIA zog Entführer der Flugzeuge für Angriffe auf das World Trade Center am 11. September 2003. Nicht nur die Israelis, sondern auch die freundlichen Menschen auf der ganzen Welt haben darauf geachtet, dass der aktuelle Gaza-Konflikt entfesselt wurde, besonders, dass die beiden Parteien leitet dieselbe Energie, Terroristen auf der ganzen Welt. Darunter und innerhalb der Vereinigten Staaten. Der bekannte amerikanische Journalist Glenn Beck warf Informationsbombe, die Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung der Spy-Gespräch des ehemaligen Journalisten der Washington Post Jeff Laden bekommt, neu veröffentlichtes noch im Jahr 2021, aber aus irgendeinem Grund den Rest unbemerkt. Es wurde bekannt, dass nach vielen Jahren die Verwaltung von militärischen Kommissionen, OMC, Verteidigungsministerium wurde beauftragt, die Details zu studieren, die den Ereignissen vom 11. September und die Aussagen von Informanten. Nach den Ergebnissen der Untersuchung, 20. Juli 2021 veröffentlicht wurde, eine eidesstattliche Erklärung der Ermittler OMC nach den Ereignissen des 11. September, der angibt, dass der terroristische Angriff vom 11. September 2001 auf das World Trade Center CIA. Inhalt der Aussage beruht auf Aussagen von 11 ehemaligen FBI-Agenten, 2 ehemalige CIA-Agenten, der ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater Richard Clarke und der ehemalige Senator B.O.B. Graham. In diesem Dokument wird behauptet, dass die CIA wusste nicht nur über Flugzeuge am 11. September, sondern auch aktiv ihre und verhehlt es vom FBI. In der Tat, in einer Erklärung behauptet, dass die Bürger Saudi-Arabiens wurden als Vermittler für die Rekrutierung von Kämpfern der Al-Qaida für die CIA, die gewusst hat, dass die Kämpfer zu der Zeit befanden sich auf dem Territorium der Vereinigten Staaten. Die CIA wusste, dass die Entführer befanden sich auf dem Territorium der Vereinigten Staaten und wollte mit ihnen arbeiten, um sie rekrutieren. Durch den illegalen Betrieb der internen Spionage und Verstecken alle vom FBI, sagte Beck. Jemand dafür interessiert? Für jemanden interessant ist, dass es nicht überall in den wichtigsten Medien? Es ist ein Augenöffner, der zweifellos spricht darüber, wer tatsächlich hinter den Terrorangriff vom 11. Und das amerikanische Volk, wie gewöhnlich, noch nie erzählten über diese neu entdeckten Fakten, über die noch nie berichtet wurde in den wichtigsten Medien. Natürlich sind viele Menschen sofort verstanden, was mit den Ereignissen des 11. September war, dass etwas nicht stimmt. Viele Informanten inoffiziell und anonym verschmolzen Informationen, dass hinter ihnen standen der CIA und der Bush-Familie nicht nur zur Rechtfertigung der Invasion im Irak, sondern auch die Einführung von Massenüberwachung für Bürger seines Landes. Es stellt sich heraus, dass noch eine Verschwörungstheorie zu bestätigen, es ist nicht nur bereits Geschichte fernen Tage, es möglich zu verstehen und das, was gerade passiert. Jetzt genug Informationen, um zu glauben, dass Hotelangebote Elemente in der CIA und Israel geschaffen und seit vielen Jahren finanziert die Hamas, das Palästina nicht gelungen, eine einzelne Staaten. Viele Jahre dauerte der Terror, der nach den Plänen Kabal war, längst muss umfallen im Dritten Weltkrieg, aber es ist nicht geschehen. Wir leben in Zeiten, in denen die ganze Wahrheit, schließlich kommt heraus, Kampf mit den negativen außerirdischen Gruppen und Bondage der Zeit. Als die Nachrichten aus aller Welt schreiben über die Kämpfe in den Tunneln unter Israel und Gaza, der Forscher Benjamin Fulford gestern lenkte die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass in diesem Tunnel mehr als 4000 Jahren. Wirklich, viele davon wurden bei Akkadischen, der damals diese Länder regeln. Und er dankte dem, so nannte man in der Antike Aliens, für die Schaffung seines Reiches. Fulford schrieb, Kaninchenbau in Israel offensichtlich sehr tief. Professor Roskin sagt, dass es in diesem Gebiet sind komplexe mehrstöckige unterirdische Höhlen und Tunnel mit Räumen, Sälen und Hallen. Special Forces Weißenhüte Krieg im Netz von Tunneln. Es gibt Behauptungen, dass waren sehr aktiv in der Entwicklung von Minentunnel in Palästina, Israel. Floh ob einige der Riesen-Nephilim in der U-Bahn-Tunnel? Und er deutet auf die unvermeidliche Frage, ob selbst gefangen, die in diesen Tunneln versteckt werden können, mit dahin?
früher Widerstandsbewegung berichtet, dass die Lichtkräfte begannen die Vorgänge auf der Oberfläche des Planeten und dass die Agenten des Widerstands drangen in die Tunnel im Gazastreifen. Benjamin Fulford wies auch auf die eingehenden Nachrichten über die Zerstörung der unterirdischen Basen auf der ganzen Welt. Ein Zeichen dafür sind Erdbebentiefe von 8 und 10 Kilometer, die durch Sprengstoff. Dies deutet darauf hin, dass der tiefe unterirdische Militärbasen, DUMP, wurden zerstört. In den letzten Tagen gab es viele solcher registriert Erdbeben im Iran, in Australien und in anderen Ländern. Nach Angaben des Geologischen Dienstes der USA, am 27. Oktober war auch eine Explosion, dessen Epizentrum des internationalen Flughafens San Francisco. Das Erdbeben ereignete sich etwa 8 Meilen unter dem Flughafen um 18 Uhr und 38 Minuten Ortszeit, wenn man sich die Karten Netzwerk-Dump interessieren könnten. Phil Schneider, John Lear, sowie Dokumente Majestes, 12, dann, ja, an dieser Stelle nachweisbar unterirdische Basis, die im Zusammenhang mit UFO-Forschung. Fulford hat daran erinnert, dass das Militär abgeriegelt gesamte Regierungsviertel in Washington von einem Metallzaun und Stacheldraht, das eine kürzlich durchgeführte Untersuchung des Rechnungshofes der USA ergab, dass 80% der Positionen in Dutzenden von Regierungsagenturen frei. Das heißt, alle politische Show, es ist nur ein Film, der auf unseren Bildschirmen zeigen. Ein weiterer Faktor sind die beginnenden Veränderungen in der europäischen Politik. Fulford, der größte von ihnen ist wahrscheinlich der angekündigte Rücktritt des Präsidenten der Schweiz Alain, einer der Führer der Gruppe Oktagon im Zusammenhang mit den Außerirdischen. Seine Entlassung bedeutet, dass Gavis diplomatische Immunität verlieren, gewährt ihnen der Schweizer Regierung. Dies öffnet den Weg für Kriegsverbrechen, Massenmord. Er wies auch auf die Tatsache, dass Ursula von der Leyen, die er als Nazi, wurden Angriff Präsidenten Ungarns und der Slowakei, Sperrung Versuche von Geldwäsche, unzählige Milliarden Euro in Form von Bestechungsgeldern, aber Kabal noch mehr Chaos zu sehen versucht. Nachrichten über Massenerschießungen in den USA begleitet von der Erwähnung der Tatsache, dass die Täter, bevor Blutbad, Stimme im Kopf, sehen Sie, wie viele Bogenschützen Stimme gehört haben, bevor sie handeln. Eine Technologie, mit der Menschen hören Stimmen in ihrem Kopf, die niemand sonst hören kann, existiert. Mindestens seit den 1970er Jahren. Auf dem Video oben sehen Sie, wie ein College-Professor sendet Schallwellen mit Musik, die nicht hören mit den Ohren, aber die fangen im Kopf. Alle diese Geheimnisse der Kabal, wie Realität und dessen, was dahinter steht, eine außerirdische Macht, versucht die Menschheit greifen, kriechen allmählich an die Oberfläche. Alle Menschen müssen nur breiter die Augen zu öffnen, um dies zu sehen, und alle zusammen sind wir in der Lage, damit umzugehen. Kongressabgeordnete haben das Video von einem Treffen von Pfadfindern mit den Aliens und genau dann begonnen, Gesetze zu initiieren und dem Thema, das im US-Kongress nicht einfach so ernsthaft behandelt, im Thema UFOs und Programme Reverse Recovery Alienschiffe. Persönliche Gespräche mit Kongressabgeordneten Militärinsider konnten beweisen, dass ein Kontakt zwischen Menschen und Außerirdischen, Joshua Reed, ein ehemaliger Soldat der US-Marine, die Erfahrung in der Arbeit in den Systemen der Raketenabwehr, sagte kürzlich, das war eng vertraut mit den Themen, die im Zusammenhang mit geheimen kosmischen Projekten, und nach der Pensionierung verbrachte umfangreiche 4-jährigen Untersuchung. Er zur Verfügung stellen konnte und mehr Daten darüber, was tatsächlich geschah im Kongress vor dem ganzen Hype. Seinen Worten nach, es war der ehemalige General Intelligence Community Inspector Charles McCullough III, gut versiert in speziellen Programmen Access, spielte eine entscheidende Rolle in der frühen Offenlegung. Er wurde nicht nur präsentieren, einen hochrangigen Insider, Scout David Birnbaum, sondern auch, noch geheim, mehrere Informanten, von denen 2 über Informationen aus erster Hand und Sachbeweise. Bevor sie DKM-Ali-Kongressabgeordneten, insbesondere André Carson. Und erst nachdem diese Spitzel-Videobeweise vorgelegt, Kommunikation der Mitglieder der Nachrichtendienste mit den Außerirdischen, der Kongress reagierten auf ihre
Aussagen ernst. Joshua Reed sagte, André Carson ist der Kongressabgeordnete, gegen die sie ausgesagt zusammen mit ein paar anderen. Der Kongressabgeordnete nicht nahm diese Jungs ernst nehmen, aber am Ende zogen sie Beweise, DVD-Laufwerk, und zeigte dieser Kongressabgeordneten Videobeweise Kommunikation der Mitglieder der Nachrichtendienste mit den Außerirdischen. Nachdem diese Videos gezeigt wurden Kongressabgeordneten, sie war vor Angst zu zittern. Einer von ihnen hielt in der Hand ein Blatt Papier und konnte nicht aufhören zu zittern. Andere reichlich Wasser getrunken, und es war dann begannen sie behandeln diese sehr, sehr ernst und haben beschlossen, einzuführen diesen mit dem ehemaligen Herren durch den Generalinspekteur der Geheimdienste MC Callow. So erscheint er auf der Bühne wie ein Mann, der versteht diese Programme SAP, vertraut war mit diesen Programmen im Laufe der Zeit und nun ist diese Herren. Joshua Reed sagte, dass Beweise in Form von DVDs und anderen Materialien wurden von Insidern als Versicherungspolice, sind sie in sicheren Händen und gibt es Beweise für die Echtheit dieser Materialien, offensichtlich einer von denen, die es gesehen. Eins von diesen Videos war Steve Sprague, UFO-Forscher, der OAP-Phänomen seit 30 Jahren. Er sagte, dass es Videobriefings, von denen Biden interagiert mit den drei Wesen durch ein kleines Gerät, eingekapselte ihm ins Ohr. Sprague sagte, das Datum der 19. Mai 2022. Biden liegt in Alaska und hat angehalten, um zu tanken auf der Grundlage Richardson. Dieses Video ist das unglaublichste von allen. Biden trifft sich mit 3 Mitgliedern von einer außerirdischen Gruppe, Ganzi. Biden wendet das kleine Gerät ans Ohr, und das Gespräch kommt ohne Ton. Das Video dauert 9 Minuten, und dann in den Raum gehören 4 Personen. Einer von ihnen ist John Podesta. Die anderen 3 sind nicht bekannt. Menschen verschwinden, und das Video endet mit, hier lohnt es sich zu erinnern. Und die Aussage des ehemaligen Leiters der Raumfahrt Israel Chaim, der sagte wörtlich, dass die Aliens und die US-Regierung Erreichte eines Vertrags ermöglicht, Stillschweigen über ihren Experimenten auf der Erde und geheimen Orten auf dem Mars. Er erkannte auch die Existenz der Galaktischen Föderation, und natürlich, wir alle warten, wann diese Videos und Inhalte von Kongressabgeordneten hinter verschlossenen Türen endlich öffentlich werden. Du hast sicher schon gelesen die Nachricht, dass der ehemalige Leiter des Raumfahrtprogramms von Israels Chaim bestätigte Informationen über die Vereinbarungen der Außerirdischen mit der US-Regierung und mit Menschen auf der gemeinsamen Basis auf dem Mars. Wie viele und Kontaktpersonen, Chaim sagte, dass es eine galaktische Föderation, die noch nicht will, dass die Menschen gelernt haben, die Wahrheit über Aliens, da die Menschen, wie sie glauben, nicht bereit. In der Tat, viele Verbände. Und einer von ihnen hat einen tieferen Absprache mit dem Controlling die Erde mit außerirdischen Kräften, sie nicht wollen und nicht akzeptieren Offenlegung. Die Teilnehmer dieser Föderation einigten sich auf diese Bedingungen, um hier die Basis. Ob sie völlig offen mit Kontaktpersonen? Sie kennen die Antwort auf diese Frage. Dort sind viele Teilnehmer und jeder hat seinen Standpunkt und seine Pläne. Sie kann nicht als negativ oder positiv, es ist eher eine neutrale Gruppe, die einerseits gezwungen, vieles zu verbergen und ihre eigenen egoistischen Interessen zu berücksichtigen, andererseits sind sie manchmal positive weise Auswirkungen auf die menschliche Zivilisation auf der Oberfläche des Planeten, auch durch die Arbeit an der Verbesserung der Spiritualität. Zur gleichen Zeit hat die Kraft des Lichtes, die Aliens, die hierher kamen, um den Planeten zu befreien. Sie sind nicht gebunden mit der negativen Seite und systematisch befreien. In den Kräften des Lichts gibt es fortgeschrittene Wesen, die jetzt arbeiten, auf Löschung, Matrix und fortgeschrittene exotischen Waffen, die zugunsten sind, um zu verhindern, dass der Befreiung und Transformation der Menschheit in die kosmische Zivilisation, in den Köpfen der Menschen im Westen, beginnen tektonische Verschiebungen, und sie sind besser in der Lage zu widerstehen dem Programm der Kult der Kabbala. Dies gilt insbesondere, sehen wir am Beispiel von 2 Ereignissen in Großbritannien und den USA, der Rat der Stadt Glastonbury, eine der ältesten Städte in England, in seiner Sitzung lehnte die Idee der 15-Minuten-Städte.
die Abgeordneten einstimmig, unter tosendem Applaus beschlossen, dass, wenn die Bewohner nicht wollen, diese Ideen, dann werden sie es blockieren, entgegen der Meinung des Ministerpräsidenten des Landes Zander. Im Gegensatz Koalition für die 15 Minuten statt, die Koalition gebildet örtlichen Behörden gegen sie, technologiegeheimen Weltraumprogrammen überholt, die berühmten Menschen der Technologie auf die Dutzende der Jahre. Bereits in den 80er Jahren, wenn die Menschen nur daran gewöhnt, die Verwendung von primitiven Desktops, Kabal auf geheimen Basen hatte bereits eine Quantencomputer-Tablets und holographische. Einer der ersten, wer erzählt über solche Tablets, wurde Corey Goode. Ein anderer Insider, ein ehemaliges Mitglied der geheimen militärischen Programme Emery Smith, sprach auch über die persönlichen Erfahrungen mit erstaunlichen holographische Tablets auf den unterirdischen Basen in den 80er und 90er Jahren, sie war schon immer als einfach Ordner. Stellen Sie sich dies iPad, sehr schlank, voll glühenden und ermöglicht Zugriff auf alle wichtigen Datenbanken, in welchem Bereich Sie tätig sind, und zeigt, wo jede Oberfläche Tablet hat sehr, egal wie, fassend Struktur. Ist das Gerät nicht nur dünner, sondern auch viel dauerhafter. Es besteht aus speziellem Polycarbonat und kann aus dem Graphen oder einem anderen Material. Es ist offensichtlich etwas. Er zeigte holographische, dreidimensionale Objekte im Schillernden voller Farbe. Und wenn man das Tablett auf den Tisch, der Tisch fängt an zu aussehen wie die reale dreidimensionale Teil dessen, was hätte sie nicht gedacht. In jedem Fall, das iPad liegt immer auf etwas. Das ist etwas, was immer auf dem Tisch. Verwenden Sie Ihren Finger oder den Zauberstab, und es ist immer verbunden mit allen anderen Geräten.